Wenn du oft und viel backst, kommst du über kurz oder lang auf das Thema Sauerteig. Und da bietet es sich an, dass die Brotbackautomaten von Panasonic, genauer gesagt die Modelle SDYR2550 und SDYR2540 und der SDR2530 ein spezielles Sauerteigprogramm besitzen. Mit diesem Programm kannst du ziemlich schnell für Sauerteigverhältnisse einen eigenen Sauerteig oder besser gesagt ein fermentierter Teig herstellen. Denn im Grunde handelt es sich hierbei jetzt nicht um einen klassischen Sauerteig mit wilden Hefen. Du musst da zwingend Hefe mit zum Brotteig geben und kannst ihn auch nicht weiterführen. Diese Variante ist aber ideal, wenn du keinen eigenen Sauerteig züchten möchtest. Also eine optimale Einsteigervariante und Sauerteigalternative, der dein Brot auf das nächste Level bringt. Und dich geschmacklich mit einem wundervollen Brotaroma belohnt. Es ist wirklich ganz einfach und gelingsicher. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Dazu brauchst du diesen Messbecher, der dabei ist, mit dem Deckel. Und da füllen wir jetzt alle Zutaten der Reihe nach rein. Wasser, 80 Milliliter, 20 Grad, ist recht kühl. Und 60 Gramm Naturjoghurt. 80 Gramm Roggenmehl der Type 1150. Ein halber Teelöffel Salz. Dann gibt es ja diesen Mini-Messlöffel, den machst du voll mit Trockenhefe. Das sind übrigens 0,1 Gramm Trockenhefe. Und dann wird das Ganze jetzt einfach verrührt, bis alles schön gleichmäßig vermischt ist. Den Becher dann ganz fest mit diesem Deckel verschließen. Und dann stellst du das Ganze in die Backform, also nimmst den Knethaken raus und stellst die Starterkultur hier rein. Jetzt die Backform in den Automaten stellen, Deckel schließen und Programm auswählen. Also Menü Sauerteig Starterkultur auswählen und Start drücken. Und auf dem Display siehst du jetzt die verbleibende Zeit bis zum Programmende. In 24 Stunden reift jetzt mein Roggenvorteig bei optimaler Temperatur. Lass das Programm jetzt vollständig ablaufen und nimm den Becher nicht vorher raus. Was jetzt auch noch wichtig zu wissen ist, dass die Raumtemperatur nicht über 30 Grad sein darf. Das heißt, im Sommer in der Dachgeschosswohnung wird es vielleicht nichts mit einem Sauerteigstarter. Wie es dann weitergeht, zeige ich dir gleich. Was lange währt, 24 Stunden später, so sieht er aus. Riecht leicht alkoholisch, hat schöne Gärblasen. Den Starter kannst du jetzt direkt verwenden oder aber im Kühlschrank bis zu einer Woche lagern. Länger wie eine Woche geht leider nicht. Da entwickeln sich zu starke Säuren, so, ja, sagen wir mal nett, würde dein Brot nimmer lecker schmecken. Willst du den Starter dann aus dem Kühlschrank verwenden, so solltest du ihn mindestens 1-2 Stunden vor Backbeginn aus dem Kühlschrank holen, damit er sich einfach bei Raumtemperatur akklimatisieren kann, sonst ist es einfach zu kalt. Betrachte den Sauerteigstarter als Einmal-Sauerteig, der deinem Brot ein sensationelles Aroma geben wird, auch die Haltbarkeit vom Brot verlängern wird. Meiner Meinung nach lohnt es sich auf alle Fälle, sich die Zeit dafür zu nehmen und ich finde diese Gärraumfunktion hier mega komfortabel. Den Starter kannst du natürlich in jedes x-beliebige Brotrezept einfach mit reingeben. Dazu musst du nur die Zutaten wie jetzt 80 Gramm Mehl und ca. 100 Milliliter Flüssigkeit beim Hauptrezept dann einfach abziehen. Ich packe da draußen ein Rezept aus der Gebrauchsanweisung, Zutaten in die Backform füllen, und Programm 13 für 5 Stunden laufen lassen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Sauerteigstarter. Bis dahin, back's an. Ciao, tschüss.